Heute gibt es ein spezielles Kurzvideo für alle, die so einen VW T6.1 fahren oder einen T6 oder einen T5 als Transporter, weil die meisten Transporter haben so eine schlechte Soundanlage drin. Da sind nur Tieftöner in der Türe drin, aber keine Hochtöner in den A-Säulen. Das schaut zwar so aus, aber da kommt kein Ton raus. Und das bringt es mit sich, dass da noch nicht mal ein Kabel drin liegt, damit, wenn wir neue Lautsprecher nachrüsten möchten, wie wir es ja schon gemacht haben. Wir haben ja schon ein Video, wo wir Lautsprecher nachrüsten mit Türdämmung. Das packe ich euch hier mal mit rein, falls euch das interessiert. Aber jetzt geht es darum, für Fahrzeuge, die keine Vorrüstung für Hochtöner drin haben. Dafür haben wir ein spezielles Kabel-Kit, das relativ leicht zu installieren ist. Und wir euch jetzt hier in dem Video auch zeigen, wie das eingebaut wird, damit ihr das Ganze zum Schluss nur noch anstecken müsst. Herzlich willkommen bei AAS24, eurem Kanal für guten Sound im Auto. Und jetzt geht's los. Wir bauen das Autoradio aus und fangen damit einfach mal an. Um das Autoradio rum gibt es einen Kunststoffrahmen. Den muss man weghebeln mit einem entsprechenden Hebelwerkzeug. Das kriegt ihr natürlich alles bei uns im Webshop. Braucht euch bloß ein bisschen umsehen oder auch die Artikel unten im Videobeschreibungstext anschauen. Dann können wir mit entsprechenden Entriegelungshebel oben rechts, oben links, unten rechts und unten links das Autoradio entriegeln und nach vorne rausheben. Und jetzt können wir auch dahinter den großen Quadlock-Stecker gleich aushebeln und abstecken. Und jetzt machen wir an der A-Säule weiter. Jetzt machen wir die A-Säule, von oben runter klippen wir die aus und ziehen die komplett aus dem Schacht raus. Es ist gar nicht verkabelt, weil es ist ja auch kein Kabel drin für die Hochtöner. Und können jetzt von hinten schon sehen, wo der Hochtöner montiert werden muss. Und jetzt können wir mit einem Messer diese Fläche rauscutten. Beim T6.1 ist es tatsächlich eine volle Fläche, die man einfach wegschneiden kann, um den Hochtöner von oben drauf zu platzieren. Und jetzt kann man entweder mit einem Lötkolben das Kunststoff diese Nasen nach unten schmelzen. Und wer das so nicht drauf hat, der kann den Hochtöner einfach jetzt mit 3 Heißklebepunkten festmachen und dann ist der Hochtöner an der Stelle schon installiert. Jetzt können wir mit unserem gelben Durchzugsband vom Radioschacht aus einmal nach rechts zur A-Säule und einmal nach links zur A-Säule eine Verbindung herstellen, so dass man dann das Kabel an einer Seite anhängen kann und bis zur anderen Seite durchziehen kann. Und jetzt haben wir praktisch schon die komplette Verbindung. Wir können den Hochtöner bereits zusammenstecken und wieder die A-Säule installieren, so wie sie vorher war. Jetzt haben wir im Radioschacht die 4 Enden von unseren Lautsprecherkabel, Plus und Minus jeweils. Und die können wir jetzt entsprechend auf dem Original Lautsprecher-Ausgangskabel vom Autoradio mit einem Stromdieb befestigen. Der wird nur mit einer Zange auf das Kabel draufgequetscht. Und jetzt können wir die Kabel auf diesen Stromdieb aufstecken. Und damit haben wir auch schon die ganze Verbindung getätigt, um dem Lautsprecher, dem Hochtöner, den entsprechenden Sound zuzuweisen. Auf dieser Skizze könnt ihr jetzt noch mal ganz in Ruhe nachschauen, wie das bei euch im Fahrzeug so ist. Die Kabel müsst ihr auf jeden Fall so anschließen. Ich hoffe, dass das jetzt so für euch verständlich erklärbar war, dass ihr in eurem VW-Bus jetzt problemlos die Hochtöner nachrüsten könnt und wisst, wie das Ganze jetzt funktioniert. Wenn ihr einen Kumpel habt, der so ein Fahrzeug hat, dann teilt doch dieses Video oder macht ein Abo auf unserem Kanal. Vergesst die Glocke nicht, dann werden euch die aktuellen Videos alle angezeigt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.